Servus, heute gibt es mal wieder was ganz Feines, und zwar habe ich hier von Lindenhof Taktik die First Responder Tasche. Ist eine coole Tasche und der Preis ist auch relativ ansprechend, und ich würde sagen, wer auf Fanny Packs bzw. Bauchtaschen steht, der bleibt jetzt am besten dran, und wir sehen uns dann nach dem Intro wieder. Also viel Spaß! Die Lindenhof First Responder Tasche ist, wie der Name schon sagt, in erster Linie für Ersthelfer gedacht, kann aber durch das vielseitige Design auch im zivilen und freizeitlichen Bereich eingesetzt werden. Fangen wir zuerst mal mit den Materialien und der Verarbeitung an. Hier ist Lindenhof bekannt für erstklassige Qualität, Verarbeitung und der Auslieferung nach den technischen Lieferbedingungen der Bundeswehr. Die Nähte sind sauber verarbeitet, an den Belastungspunkten natürlich verstärkt, und mit YKK-Zippern kann man auch nichts falsch machen. Mit den griffigen Zipperpulls aus Kunststoff lassen sich die Zipper auch gut mit Handschuhen greifen, und das Ganze wird optisch nochmal etwas aufgewertet. Das Obermaterial ist ein 500D Cordura, also sehr robust, abriebfest, und ich denke, bei Fanny Packs ist das auch die richtige Wahl, da die Taschen meistens sehr beansprucht werden. Das Gewicht der Tasche beträgt mit dem Material nur 300 Gramm. Die Tasche muss aber nicht unbedingt als Bauchtasche genutzt werden, sondern kann auch mit Clips an Rucksäcken, Plattenträgern, Westen oder ähnlichem befestigt werden. Dafür gibt es neben den seitlichen Ösen auch noch zwei weitere Ösen an der Oberkante. Hierfür kann man sich dann einfach die optional erhältlichen Clips mitbestellen oder wie ich hier zum Beispiel einfach das Ganze mit Kabelbindern befestigen. Was mir hier nicht so gut gefällt, ist, dass es keine dritte Öse im unteren Bereich gibt, mit der man die Tasche komplett fixieren könnte, damit in der Bewegung nichts klappert. Mit etwas Paracord und einem Knoten lässt sich die Ablauföse aber ganz gut dafür nutzen. Über den Tragegurt könnt ihr die Tasche natürlich in allen Variationen tragen, als seitliche Hüfttasche, im taktischen Touri-Modus als Bauchtasche, auf der Brust oder wie ich es häufig trage, auf dem Rücken. Zum Tragegurt selbst, dieser wird mit einem National Molding Schnellverschluss geliefert, der auch Bremsen bzw. Blockierungen besitzt, die per Drucktaster bedient werden. Einfach die Bremse gegen das Gurtband drücken und kurz mit einem Zug am Band einrasten lassen. Somit wird das Freigeben des Gurtbands etwas blockiert und die Tasche bleibt zuverlässiger in Position. Die Befestigungsclips des Tragegurts sind Slick-Clips von Duraflex. Sehr simpel aufgebaut, nicht groß und dazu auch sehr zuverlässig. Falls sich der Clip unbemerkt öffnen sollte, bleibt die Öse durch den Sicherheitszacken trotzdem im Clip und die Tasche geht nicht sofort verloren. Bleiben wir direkt auf der Rückseite. Hier gibt es ein dünnes Einschubfach für flachere Gegenstände wie zum Beispiel Chest Seals, schmale Brandwundenverbände, Verwundetenkarten, Kartenmaterial oder beim Reisen den Reisepass, Impfpass und weitere Dokumente. Im unteren Bereich finden wir auch die Ablauföse für Wasser, Staub oder Sand. Diese Öse ist auch für das große Frontfach zuständig, da sie sich im Inneren beide treffen. Bevor wir uns die Tasche innen ansehen, gehen wir noch schnell auf den Deckelbereich ein. Hier gibt es natürlich einen Einschub für eine Traumaschere, die mit einer kleinen Nexus-Schnalle gesichert wird. Naheliegend noch eine kleine Stofföse für einen Karabiner, um Ausrüstung zu sichern. Für die Outdoor-Verwendung kann man hier sehr gut seine Handschuhe befestigen und den Schereneinschub für den Feuerstahl verwenden. Darunter ein kleines Reißverschlussfach, in dem man zum Beispiel Punktionsnadeln, Eddings, leichte Medikamente, Pflaster und ein kleines Licht unterbringen kann. Für die Outdoor-Verwendung kann man das Fach dann zum Beispiel für ein kleines Feuerkit mit Zunder verwenden. Auf Reisen passt hier sehr gut das Ladekabel, eine kleine Powerbank und die Kopfhörer rein. Nur so als kleine Anwendungsbeispiele. Die Taschengröße ist Reißverschlusslänge plus 1 cm links und rechts. Gehen wir jetzt mal ins Innere des Hauptfachs. Hier gibt es zwei Wege. Einmal über den Frontreißverschluss und einmal über den oberen Reißverschluss. Je nach Körperhaltung eignet sich zum Beispiel der Frontreißverschluss gut im Sitzen oder wenn man die Tasche mit einem Plattenträger trägt. Der Top-Reißverschluss dann zum Beispiel im Stehen oder für bessere Übersicht beim Tragen vor der Brust. Im Inneren findet ihr oben an der Deckelseite 2x4 Reihen Pals bzw. Molle zum Anbringen kleinerer Ausrüstung oder zum Beispiel für Tourniquets und Einweghandschuhe. Hier für bessere Sicht mal auf links gedreht. Zur Bauchseite hin habt ihr dann das klettfähige Schlaufenpanel, das ihr für Mullbinden, Druckverbände, Verweilkanülen zur Vorarbeit, Tuben und Co. verwenden könnt.
In der Outdoor-Nutzung gut für Paracord, ein Bitkit oder einfach nur Kameraakkus. An der rechten Seite gibt es noch eine Öse zur Befestigung oder um einfach das Panel abzureißen. Mit dem optional erhältlichen Klettset könnt ihr euch die Klettfläche aber auch selbst bestücken und an euren Bedarf anpassen. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. An der Außenwand des Hauptfachs findet ihr nochmal 2x4 Schlaufen wie auf dem Klettpanel auch, diese sind allerdings fest vernäht. Kommen wir zum letzten Fach und zwar dem unteren Frontfach. Hier gibt es nochmal ein bisschen Stauraum, der sich meiner Meinung nach sehr gut für Wendeltuben und einen Venenstauer eignet, da die Länge und die gebogene Form perfekt dafür sind. Kommen wir jetzt zum Fazit. So, da bin ich schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Einblick. Von mir jetzt noch schnell die negativen und positiven Punkte. Also beim Negativen gibt es nicht viel, wie schon erwähnt, die fehlenden Ösen für das Anbringen am Rucksack im unteren Bereich. Die Panels, die mitgelieferten, hätte ich in 2 Teile aufgeteilt, sodass man die auch quer anbringen kann. Und die Druckknöpfe am Tragegurt quietschen am Anfang ein bisschen, kriegt man aber mit Öl ganz gut in den Griff. Ja, positiv ganz klar die Verarbeitungsqualität, Top-Materialien, wie man das von Lindenhof kennt. Ja, Aufteilung ist sehr anwendungsgerecht, finde ich sehr gut. Und ich glaube, die Tasche hält auch ein Leben lang. Das war es auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann Like da lassen, abonnieren, Glocke nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.